Road Rarities. Mein Name ist Thomas Schulz. Ich habe die Freude, hier zwischen zwei Geschwistern, eigentlich zwischen zwei Zwillingen zu stehen. Und zwar heißen die Lotus Elan S4 SE und beide sind 1970 geboren. Der Lotus Elan ist in seiner letzten Ausbaustufe als Elan S4 gebaut worden. Begonnen hat das mit dem Elan S1 als Cabrio. Später hat man dann die Serien leicht modifiziert, auch vom Motor her. Man hat dann den Lotus Twin-Cam Motor eingebaut. Diese beiden hier sind etwas ganz Besonderes aus meiner Sicht. Der grüne Wagen ist 1970 in die Schweiz ausgeliefert worden, hat dort einen Besitzer gehabt und ist dann nach Deutschland gewandert, von Deutschland dann nach Österreich. Und der blaue hier, der hat auch in der Schweiz gelebt, ist aber nach Deutschland ausgeliefert worden. Und zwar am ganz besonderen Anlass. Dieses Auto wurde 1970 nach dem Sieg von Jochen Rindt beim Grand Prix in Hockenheim von Colin Chapman, also dem Gründer und Eigentümer der Firma Lotus, an Jochen als quasi Dankeschön für den Sieg in Hockenheim übergeben. So, und da haben wir jetzt noch einmal ein Detail, das ist die Aufnahme aus dem Jahr 1970 an der Stadt Zielgerade in Hockenheim. Colin Chapman übergibt hier dieses Auto an Jochen Rindt, damals als quasi Dankeschön für seinen Sieg 1970 Hockenheim beim Formel 1 Grand Prix. Dass das Auto von Jochen Rindt ist auch richtig zu dokumentieren, habe ich mich natürlich ans Werk Lotus gewandt und habe von dem dortigen Archivator, dem Andy Graham, auch dieses Zertifikat zugeschickt bekommen. Hier können wir klar und deutlich sehen, wie das Auto aufgebaut wurde, welche Werkskenndaten es hat. Und dass es auch damals an Jochen Rindt von Colin Chapman in Hockenheim übergeben wurde. Die beiden Autos haben noch eine Gemeinsamkeit. Die sind damals in der Produktion in England mit nur 2 Autos dazwischen durch die Produktionsstraßen gelaufen. Und der Zufall wollte es, dass beide jetzt wieder hier aufeinandertreffen und nebeneinander stehen.
Elan ist nach wie vor ein richtiges Spaßauto und es macht richtig Freude, den Elan zu bewegen. Damit man mal ein bisschen was hört, was sich da tut, werft man einmal an. Sicherheitsgedanken, die man heute pflegt, hat man sich damals wenig Sorgen gemacht. Man muss sich vorstellen, man sitzt, wenn man da einsteigt jetzt, ich probiere es einmal, man sitzt in dem Auto eigentlich hinter einer Wand aus Kunststoff. Von da weg bis da herein ist alles Kunststoff und die einzige Knautschzone ist der Körper. Metall beginnt ab hier. Es ist also das Sicherheitsdenken damals sehr großzügig gehandhabt worden. Nichtsdestotrotz, diese Autos machen richtig Spaß. Es ist richtige Freude damit zu fahren.